Ja, genau, mein ist Thomas Bartsch und, ich bin, Gründer und Geschäftsführer der Pionierfabrik. Und die Pionierfabrik, die setzt sich mit datengetriebenes Marketing und Vertrieb auseinander. Also, die Herausforderung, ist heutzutage ja die, es gibt einen Haufen Buzzwords. Man redet von Content Marketing, man redet von Storytelling, von Conversation Marketing, von Inbound Marketing. Und wenn man das mal mit gesundem Menschenverstand reduziert, dann hat man unter dem Strich hat man einfach Content-Produktion. Ja, also wir haben einmal anspruchsvollen redaktionelle Beiträge, die haben über 2000 Worte. Ja, also das ist dann der Ansatz holistischer Content oder High-Impact-Content. Ja, aber das machen wir natürlich nicht jeden Tag. Ich bin ja sowieso mit Unice im Kontakt gewesen und dann kam raus, dass die jetzt diesen Newsstream machen. Dann habe ich gesagt, okay, das will ich sofort haben. Und wir haben das jetzt, ich glaube, schon seit über einem Jahr im Einsatz, ja, dass einfach automatisch jeden Tag zwischen 2 und 12 Posts auf unserer Webseite, ich sage jetzt mal, erstellt werden und möglicherweise auch noch rausgeschossen auf die sozialen Kanäle. Und was wir alle nicht genau wussten, wie sich die Sichtbarkeit entwickelt. Und im Sistrix haben wir quasi, habe ich einen Pin eingezeichnet, wann wir den Newsstream eingeführt haben. Und jetzt sieht man, wie die Kurve quasi nach oben geht. Also wir sind jetzt kurz davor, die nächste Stufe einzuführen, weil da ist jetzt noch, ich sage jetzt mal noch kein Textroboter dahinter, sondern das war wirklich die erste Stufe. Das heißt, automatischer Newsstream war die Stufe eins. Die Stufe 2 war dann automatisches Verteilen, also die ganzen Konnektoren in die sozialen Medien. Stufe 3 war bislang dann Kanalwechsel und die Stufe 4 war schon angedacht Textroboter. Ja, und wir sind jetzt quasi kurz davor, den Vertrag Textroboter zu unterschreiben. Das heißt, also meine Vermutung ist, dass dann unsere Sichtbarkeit nochmal exponentiell nach oben gehen wird von der Plattform. Ja. Die automatische Distribution, die halten wir ab und zu an. Ja. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel alle im Projekt sind oder wir sind im Urlaub, dann schalten wir das wieder ein und dann geht es automatisch. Und das hätte ich ja mit Werkstudenten auch nicht. Ja. Also für mich gab es da auch keine Alternative, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich kenne keinen, der das gut und bezahlbar macht. Also wenn ich mir den Newsstream bei uns immer anschaue, dann kommt dann auch was natürlich von Wettbewerbern, ja. Das ist mir aber ganz egal, ja. Also wenn da von der SEO-Küche oder was weiß ich von wem jetzt was veröffentlicht wird, das war auch unsere Idee, dass wir uns quasi mit dem Newsstream eine Ebene höher positionieren. Ja, wir sagen, okay, bei uns geht es um Sales und alles, was gute Artikel sind, die werden gepostet. Ja. So, und bei uns ist eher so, dass wir uns dann zum Beispiel auf Spezialthemen fokussieren und die dann wirklich ausgiebig recherchieren und schreiben. Also für mich ist es für jedes Unternehmen, was irgendwas im Bereich Online macht, ist es ein Must-Have. Ja, weil das einfach wirtschaftlich ist und ich kann, also wir haben ja folgenden Effekt, also wir haben ja auch SEO-Effekte. Das heißt, wir haben, also vom Ablauf her sieht es ja so aus, wir haben da gewisse Eingangsquellen und dann haben wir halt Keywords und dann gibt es dann, das wird justiert über positive und negative Keywords, also es sind dann auch wieder SEO-Keywords, ja, und die laufen dann durch und da werden dann automatisch die Keywords, also die Artikel platziert und quasi indirekt über diesen Newsstream nimmt dann quasi meine Position bei Google, also SEO, organisch zu. Ja, so, und jedes Unternehmen, was irgendwas mit also mit organischer Suche, mit SEO macht, ja, für die ist das perfekt, ja.